Der i690G, der voll integrierte von Bürstner. Patricia, du hast den Schlüssel. Wir werden uns den mal angucken. Den wird es so in der Form nicht mehr geben. 2021 kommen neue raus, aber viele, ich sag mal, trauern denen natürlich ein bisschen nach. Aber alles, was neu ist, muss ja nicht schlechter sein. Ja, das stimmt. Und bei diesem Objekt ist es auch so, dass es bereits verkauft ist. Also das muss ja was Gutes sein, ja. Ja, ist ganz beliebt, Bürstner. Und wir gleich mal reingucken. Es hat ein Hubbett mit drin. Es hat eine ganz tolle Ausstattung. Und wir gucken erstmal von außen so ein bisschen. Voll integriertes Fahrzeug. Du hast schon viel gelernt. Panoramablick pur. Ja, das stimmt. Also da kann man wirklich super am Meer stehen oder an einem See. Man hat eine perfekte Aussicht. Also das macht dann schon Spaß. So, Bihalogen. Hier vorne ist es drin. Heller. Eine Linsenlampe mit drin. Ich habe eine extra Fahrertür mit dabei. Der ist nicht aufbereitet. Wir wollten ihn einfach mal zeigen, dass er mal so einen Einblick bekommt. Wenn der neue Besitzer ihn kriegt, wird er komplett geputzt und geschniegelt. Das haben wir uns auch schon mal gesagt. Ja, also braucht er keine Angst zu haben. Aber wir wollten ihn noch einmal der Nachwelt festhalten. Ja, also es ist ja auch spannend, mal ein Fahrzeug so zu sehen und nicht immer nur in einem aufbereiteten Zustand. Das möchten bestimmt auch einige Zuschauer mal sehen. Ja, der kommt nämlich so, das ist quasi so, wie er von Werk kommt. Aufbereitung heißt, es werden natürlich die Batterien werden angeschlossen, geladen. Es wird, ich sag mal, alles durchgeputzt, gereinigt, gemacht, getan. Alles wird nochmal gecheckt. So viel hat man uns schon mal gesagt. Kriegst du es auf? Ja. Mal feste ziehen? Ja. Da ist es. Und das ist die Garage. Zweimal die gleiche Tür übrigens. Man hat ein neues System bei Bürstner. Oder das gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Man hat nämlich einen zentralen Verschluss, dass man nicht zwei Schlösser öffnen muss, sondern man muss nur noch eins öffnen. Wenn du mal kurz hier aufmachst, bitte. Wenn man da was öffnen kann. Nee, ist zu. Super. Gucken wir gleich mal von der anderen Seite. Die ist übrigens beheizt, die Garage. So als kleines Detail. Die Heizung hier hat nochmal einen Eingang dabei, dass man also hier auch Sachen reinstellen kann, Getränke und so weiter. So, ich habe nur ein einziges Schloss hinten dran. Mach mal zu, bitte. Das sieht man. Man klickt es richtig zu. Ja. Hat auch ein unglaublich gutes Feedback, wie die anderen, wo du so, ich sag mal, drehst und verschließt und so weiter. Das ist hier einfacher. Ja, unten habe ich ein eckiges automotives Design dran. Sieht toll aus. Und die Leuchten sind rausgestellt. Ja, also das ist wirklich super gemacht und auch der Name Bürstner kann sich auf jeden Fall lesen lassen. Bürstner, ja, wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Ja, er hat es so ein bisschen mit dem lachenden, weinenden Auge. Ja, es kommen jetzt 2021 sollen jetzt neue Integrierte kommen. Hier steht er da und dem wird es wie gesagt so nicht mehr geben. Aber es gibt ja noch die einen oder anderen, die, ich sag mal, da noch was machen können. Da ist er, ja. Wir gucken uns das ganze Fahrzeug mal innen an und machen es am besten mal auf. Oh, weißt du was? Mit der zentralen. Der ist bestimmt, genau. Zentral verriegelt. Nochmal der andere unten. Das ist eigentlich zu. Das ist zu und ganz unten. Eine zentrale Verriegelung mit dem Originalschlüssel mit dabei. Auch der ist nicht angeschlossen. Der ist noch so im Originalzustand, wie er kam. Und der Vollintegrierte hat es natürlich in sich, denn mit dem Hubbett hat man richtig viel Platz. Das ist hier oben drüber und über die komplette Breite, wie man es hier sieht, ist das Hubbett hier. Schränkt natürlich ein bisschen den Platz ein, oder? Ja, also jetzt hier hat man noch eine gute Stehhöhe, würde ich mal behaupten. Natürlich im vorderen Bereich von dem Fahrerhaus muss man ein bisschen aufpassen wegen dem Kopf. Ja, das ist dann halt wegen dem Hubbett. So, hier unten habe ich eine Sitzgruppe, auch hier kann ich drehen. Ich habe also hier ein tolles Design mit drin. Das Ganze ist gesteppt, man hat so Sichtnähte mit drauf. Hier Ja. Bürstner unten drauf. Sieht schon ziemlich edel aus. Und auch hier habe ich 2 Gurtplätze mit 3-Punkt-Gurten mit dabei. Eine große Küche habe ich mit dabei. Ich habe hier so ein durchgehendes Design, was die Schränke angeht. Das schon ziemlich cool ist. Das wir gleich mal ein bisschen testen werden. Ja. So alles da dahinter und da drauf und da drin ist. Du mal gerade so lieb bist, hier unten liegt die Kassette von Fiat drin. Stell die mal kurz hoch. Da ist nämlich, ich zeig das mal gerade. Das mal kurz dahin stellst, dann machen wir die mal auf, dass wir mal kurz reingucken, was da drin ist. Da ist wahrscheinlich das Zubehör vom Fahrzeug mit drin, wie Verbandskasten, Warndreieck.
Ist immer wieder was Neues, wenn man das so öffnet. So ein Unboxing. Neues Fahrzeug. Kriegst du es auf? Dann einmal drücken, runterdrücken, reindrücken. Nee, da, genau. Feste reindrücken. Guck mal hier. Ah, okay, verstehe. Darf ich nichts sagen, ja, wenn du sowas nicht aufkriegst. Ist immer, da heißt es immer, was, die kriegt das nicht auf. Ah, jetzt. Jetzt ist es auf. Das erste Mal, dass ich sowas öffne. Also. Weil das war überall, das ist nämlich auch im Heck ist es drin. Ja, da ist der Wagenheber drin, tatsächlich. Also wenn irgendwas mal sein sollte, in der schwarzen Box hinten, die man immer sieht, ist der Wagenheber drin. Kannst du mal zumachen? Mhm. Ja, voll integriert. Das ist der Ausblick, den man dann genießt quasi. Ich habe kompletten Ausblick nach draußen. Und zwar Rundumblick. Und auch hier habe ich das Gefühl, das ganze Auto besteht nur noch aus Fenstern. Großes Hubbett mit dabei. Das ist übrigens die Fläche von dem Hubbett. Und ja, große, tiefe Schränke. Ganz wichtig, eine unglaublich große Küche, die wir gleich mal zeigen werden. Unten drücken. Ist bei jedem anders, oder? Ja, das stimmt. Also ich werde ja immer in den Videos ausgelacht, dass ich irgendwas nicht gleich aufbekomme. Aber es ist wirklich immer anders. Einweisung, was hat er gesagt? 2-3 Stunden bei so einem Fahrzeug. Ja, genau. Da kriegt man wahrscheinlich auch erklärt, wie man vom Wagenheber das Ding richtig aufmacht. Wahrscheinlich, ja. Ich hätte es vielleicht auch nicht aufbekommen. Sag mal, das sieht so aus, können wir es öffnen in der Mitte, aber ist wahrscheinlich fest, oder? Da ist nicht. Vielleicht nicht zu feste dran. Nee, es ist nur Dekor. Ja, unten an der Seite, jetzt habe ich einen großen, im Prinzip einen Wasserhahn wie zu Hause, der hier da ist. Ich zeige das dann gerade hier vorne mit warmem und kaltem Wasser. Das ist wirklich wie zu Hause. Das ist gar kein Spielzeug, oder? Ja, das stimmt. Auch die Oberfläche fühlt sich sehr gut an, sehr glatt, ist wahrscheinlich gut zu reinigen. Ja. 1,67 Meter bist du ja groß, ja, wenn es immer gerne, denn um an die Schränke dran zu kommen, überall gibt es hier unten so eine Einbuchtung, die auch hier da ist. Kommst du an die tiefen Sachen oben dran noch? Ja. Muss ich mich zwar ein bisschen strecken auf die Zehenspitzen, aber das ist auf jeden Fall möglich. Funktioniert. Also wenn ich jetzt hier sitze, das heißt, ich mache das mal gerade, ich setze mich mal ganz kurz hier hin, dann habe ich hier nämlich auch direkt Einblick auf den Fernseher mit drauf. Das Ganze ist so vom Möbelbau unglaublich modern und gebogen. Ich habe einen großen Spiegel mit dabei, der ist direkt neben dir. Guck mal, Patricia. Ja, das stimmt. Da sieht man sich auch von oben bis unten. Sowas ist immer praktisch. So, große Schränke. Du hast sie eben schon mal kurz aufgemacht. Mach mal auf, bitte. Tief. Und dieses Klacken hört sich auch wieder richtig gut an. Mach mal. Soft Close. Ja. Großer Kühlschrank, den kennen wir schon. Ja, Musst du einmal die Box unten drüber schieben. Mit Gefrierfach. Automatik mit Gas, Strom. Der schaltet automatisch um zwischen Batterie, Gas und Strom. Mit übrigens dem Fach nochmal, mach nochmal ganz kurz auf. Kleines Detail unten für die Flaschen. Und dem Fach nochmal unten, dass ich das abtrennen kann, wenn ich stehende Dinge habe. Großes Längsbett ist mit eingebaut. Über dem Kühlschrank. Da könnte man sogar noch eine kleine Mikrowelle einbauen, wenn ich jetzt Autarkie habe. Lithium-Ionen und so weiter. Und jetzt habe ich hier. Ich habe was das ist. Mach mal auf. Wahrscheinlich muss ich die Treppe irgendwie einschaffen. Ja. Oh je. Reinfahren, pass auf. Reinfahren. Ja, da vorne Ah, ja, muss man einmal reindrücken. So. Kann man die Treppe reinfahren und dann. Wow! Wow. Großer Schiebeschrank. Oh ja. Der ist riesig. Das heißt, man kann ihn rausfahren und die Treppe war eben im Weg, gell? Genau. Und Mach mal zu. Wahrscheinlich ist da auch nochmal. Kleiderschrank. Zum Rausziehen. Schon gut gemacht. Ja, auf also jeden Fall. auch das zum Rausziehen, dass ich mich nicht extra bücken muss. Kann die Sachen holen. Und jetzt die Treppe, das ist schon spannend. Sag mal, in der Treppe ist eine Schublade, gell? Guck mal. Ja. Cool. Ich weiß nicht, oben nicht. Okay. Doch, guck mal, da ist ein Scharnier drin. Machen wir feste. Ah ja. Da ist auch nochmal ein Fach. Das heißt, wir haben jeden Zentimeter genutzt.
alles weiß. Sieht gar nicht aus wie ein Schrank, oder? Ja, das stimmt. Auch hier sind nicht nur, ich sag jetzt mal, rechteckige Schränke, sondern hier ist dann auch mal sowas. Also das sieht auch wieder total modern aus und außergewöhnlich. Sowas hat man nicht überall. Hat sich einer was dabei gedacht? Ja. Auch an der Seite. Genau. Oh, ich krieg langsam richtig Lust auf Längsbetten. Ich habe ein Querbett. Weil ich kann mich nicht beschweren. Also ich schlafe bei mir im Wohnmobil immer wie Gott im Himmel. Ja. Ist das so? Es ist halt bequemer, ich sage jetzt mal vom Ausstieg. Du, würde ich jetzt mal behaupten, bist ja meist alleine unterwegs. Das stört es einem natürlich nicht so. Aber wenn man jetzt wirklich immer als Paar unterwegs ist. Ich habe noch ein Hubbett. Kann ich auch noch. Ach so, ja dann. Ja, ich habe A, ein Hubbett habe ich natürlich. B, muss ich dazu sagen, dass die Fahrzeuglänge ja auch allentscheidend ist. Da vorne ist das Hubbett oben eingebaut. Und ich denke mir auch, dass das so eine Sache ist, die jeder für sich selbst entscheiden muss, ja, wie er damit umgeht. So, Patricia, du hast dich nochmal vereinzelt. Du hast nämlich den Vorhang gefunden. Genau, den kann man dann hier reinklicken. Cool. So, wir zeigen mal gerade ein kleines Detail, nämlich ein Bad, was sich hinter diesem Raum hier befindet. Da ist die Abtrennung ist schon zu. Ich muss jetzt mal gucken, welche Art die Richtung. Okay. In der Richtung. Und hier habe ich dieses ominöse Schwenkbad, was du schon kennst. Genau. So, das heißt, hier habe ich die Dusche. Hier könnte ich jetzt duschen, aber hier habe ich die Toilette. Da vorne ist sie. Da habe ich noch einen Schrank mit dabei. Und jetzt kommt's. Du weißt schon, was kommt, oder? Ja, das Schwenkbad. Das Schwenkbad. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ah, das kann man hier. Okay. Schwenk mal bitte, denn da vorne ist so ein kleiner Clips. Fest. Dass das jetzt nicht so in der Kamera baumelt. So. Genau, also hier hat man Warte, ich zeig, da. hat man so einen Hebel, den muss man quasi reindrücken und dann habe ich die Möglichkeit, das komplette Waschbecken mit Spiegel zu schwenken, deswegen Schwenkbad. Und dann habe ich eine richtig große Dusche. Also ich nutze quasi den ganzen Raum von dem Bad als Dusche. Das ist schon cool. Ja, ist schon eine andere Klasse hier, der Bürstner, oder? Ja. So von der Verarbeitung her, allein hier das mit dem Raumbad, ich kann nichts mehr nass machen. Ja. Ich kann es einfach zuschwenken, habe alles, was ich brauche, ist weg. Habe hier vorne 2 Abläufe natürlich, damit das Wasser gut ablaufen kann, egal wie ich stehe. Genau, und jetzt kann ich hier nochmal aufmachen. Kannst du hier sogar noch zumachen. Cool. Also das Konzept ist echt super. Das gefällt dir? Ja, ich finde das cool mit dem Schwenkbad. Dann schwenkst du mal zurück. Aha. So. Nicht, dass die neuen Eigentümer das Waschbecken vermissen. So, wenn es dann einmal klickt es dann rein und das war's. Und Ja. dann habe ich hier vorne mein Waschbecken mit voller Größe und mache nichts nass, wenn ich mich dusche. Das Klopapier drin. So, das Hubbett haben wir eben schon mal angedeutet. Jetzt zeigen wir es mal. Denn du Fuchs, hast gleich rausgefunden, es ist kein elektrisches Hubbett. Zunächst müssen wir aber eins machen. Wir müssen einmal kurz die Sitze runter machen. Der eine ist schon unten. So, und der zweite wird jetzt einmal kurz runter gemacht. Drehregler. Ist wirklich bei jedem anders. Ja, das stimmt. Da wir aber fit sind, können wir das mittlerweile. Dann zieht man einmal hier in der Mitte Das ist auch echt cool gemacht, oder? und kann das Hubbett runter machen. Das ist echt groß, ne? Ja, richtig groß. Und wie gesagt, ich finde diesen Hebel auch richtig cool. Der passt auch hier zu der Küche. Zum Design her. Das ist schon cool. Liebe Bürstner-Designer, ich hoffe 2021 macht das mindestens genauso gut. Ja. Ist so Alcantara-Sitze mit drin und ein großes Bett, Schick. das wirklich groß ist. Hier vorne habe ich dann auch nochmal Privacy, das heißt, es geht automatisch mit hoch. Schieb's mal hoch bitte, ist das schwer? Das geht eigentlich fast von selbst. Also man gibt ein bisschen Schwung und dann klackt es oben ein. Braucht man nicht viel Kraft. Genau.
So, noch erwähnenswert definitiv ist die Tür mit elektrischem Fensterheber mit drin. Das Fiat Ducato Fahrerhaus. Mach mal ganz kurz den einen Sitz nochmal zurück, dann halte ich mal gerade ins Fahrerhaus, wie die Integration ist hier, die Verbreiterung. Genau, setz dich mal hin. Einmal hupen. King of the Road, sage ich nur. Damit die Palmowski-Mitarbeiter ja auch wissen, was wir hier treiben, ne? Das Radio wird natürlich erst eingebaut, wenn es soweit ist. Und diese rote Lampe da weiß ich jetzt zwar nicht, was es ist, aber spätestens jemand wird es dann drunter schreiben im Kommentar. Sieht, keine Ahnung, was es ist. Schaltgetriebe gibt es auch übrigens mit, ja gut, den hier vielleicht nicht mehr, weil er nicht mehr gebaut wird, aber erhältlich jetzt auch natürlich mit dem 9-Gang Automatikgetriebe. Das neue Wandlergetriebe von ZF. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen mal kurz raus. Tschack. Normalerweise ist nämlich hier eine Ausfahrttreppe drin, die ist aber nicht freigeschaltet im Moment. Das Fahrzeug befindet sich noch im Auslieferungszustand. Übrigens leicht zu sehen, Patricia. Hier sind noch nicht mal die Folien runter vom Fenster. Die sind noch original drauf. Brandneu. Noch nicht geputzt und natürlich schon verkauft. Verkauft, genau. Wie so vieles im Jahr 2020. Ja, wir drehen bei Palmowski in Bielefeld und hier steht da der Bürstner. Guck noch mal kurz auf den Schlüssel. Der Der i690G. G wie Gustav. Genau. Tschüss. Ciao.